So, herzlich willkommen beim psychologischen Profil des Mörders. Ist Kast clever? Keine Fragen, nur Befehle. Das klingt nicht sehr clever, Armeegedöns, bla. Das würde gegen brillant sprechen. Unbedeutend. Ist Kast selbstsicher? Er ist zögerlich und schüchtern. Und beeinflussbar. Ist er ein Verführer? Nein, total ungefährlich. Er fällt nicht auf. Ohne Charme. Kast mag keine Züge. Er ist immer krank im Zug. Ist er impulsiv? Er ist ja so als Mörder kalt sein. Aber er ist eher gefühlsgesteuert. Oh ne, kalt? Okay, kalt ist er, ja, okay. Fand ich ja anders. Großzügig kann auch nicht sein. Er ist nämlich ein sehr, sehr armer Mann, der nicht in Luxus aufgewachsen ist. Und so geizig, dass er die Bleistifte bis zum Ende ausnutzt. You see? Kast's character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So, we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Na okay, der ist auch mit ordentlich Selbstvertrauen geschlagen, der gute Perro. Geben Sie mir 24 Stunden, dann habe ich den Fall gelöst. Gut. To White Heaven, please. Die werden immer frecher. Die Fliegen, meine ich. Das ist so schrecklich. Mir geht sowas auf die Nerven. Kast's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able... Achso, wir sollen ihm jetzt tatsächlich die Waffe bringen. Poirot. Bist du so dick, dass er nicht durchpasst hinter Hastings? Ah, ich sehe hier die Zeitung nochmal. Die konnten wir ja gerade hier nicht angucken. Daily Flicker, September 11th, 1935. A.B.C. affair. The latest victim in a narrow escape. The A.B.C. murderer arrested in Doncaster in tragic circumstances. His name is A.B. Kast. He's struck in Andover, strangled in Bexhill, stabbed in Thurston, and in Doncaster, he attempted to kill without any weapon other than the terror he inspires. His latest victim would have been Dick D. Dunbar. Mr. Dunbar, a hotel owner, collapsed when he found out suddenly that the killer was staying at his establishment. The police surrounded the hotel and arrested the murderer. Thanks to the quick intervention of the ambulance team,
Mr. Dunbar is currently in hospital, recovering from a cardiac arrest. Zum Glück geht's ihm gut. The Lancet, September 11th, 1935. General Medical Journal. The alphabet murderer is not psychotic, according to Professor Thompson. In an early issue, we claimed that the alphabet murderer was not psychotic. Our assertion has just been confirmed by Professor Thompson, a Scotland Yard expert, who has spoken to the prisoner at great length. Not all obsessional killers are psychotic, he explained. It is true that Kirst has a disturbed personality and memory disorders. But his amnesia, whether real or pretended, does not alter the fact that he was perfectly lucid at the time of his acts. Therefore, he will not escape punishment. Doch, wird er, weil er unschuldig ist. Und bevor wir irgendwas machen, ihr wisst es genau, ihr wartet doch nur darauf. Ich möchte meine 3 Ego-Punkte. Ah, ein Kater, der sich putzt, haben wir bekommen. Müssen wir mal gucken, was die immer so auf sich haben. Okay, Hercule? Ah, some cool hair. Ja. Wo hast du denn eine Waffe? Wo versteckst du sie? Im Krokodil. Natürlich. Natürlich. Im Alligator drin. Nicht. Wo versteckt er seine Waffe? Ja, die kennen wir ja nur schon. Churston, Devon, population 500 inhabitants. Hourly of trains. Gut, das brauchen wir uns denn jetzt nicht nochmal groß ansehen. Meine Güte. Hastings Hunting, die Bilder kennen wir ja auch schon. Hastings Fotoalbum. Ja, stolz auf seine Jagdbeute, bla bla bla. Wo finde ich die Waffe? Gibt's nicht irgendwie mit Leer? Nee. Ja, sagen wir das mal mit Leertaste. Ah, hier vielleicht im Schein. Ja, natürlich, natürlich. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. I have to choose the type of bullets to load. Welche sind jetzt Platzpatronen? Ich möchte mir das nochmal anhören. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. Welche weiße? The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Ja, natürlich. Aber das ist doch weiß. Das da ist gelb. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Wir nehmen Platzpatronen. Aber der Mörder ist kalt. Aber berechnend und brillant. Aber er ist kalt. Aber er ist großzügig. My revolver is loaded. I now have to give it to Hastings. Wir nehmen Platzpatronen. Wir nehmen Platzpatronen, oder? Wir nehmen doch Platzpatronen. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used. It is almost new. Der Gandhi-Schnurrbart. Bestimmt für unsere non-letale Herangehensweise.
Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you brought us here, Mr. Poirot? Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. Schaut mich nicht alle so an. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Warum hat sich der Mörder in der Adresse geirrt? Weil die Leiche noch warm war, genau. Ja, verspätete Zustellung hat den Mörder gerettet und die fehlerhafte Adresse hat halt zu der verspäteten Zustellung geführt. Er hat absichtlich diesen Fehler gemacht. Warum hat der Mörder seine Briefe an Hercule Poirot adressiert? Für den Ruhm. Nicht. Die Leiche war noch warm. Also doch eine von den Minderwertigkeitskomplex? Nee. Ausländerfeindlich? Haben wir nicht gerade alle ausprobiert? Hä, ich habe doch gerade alles probiert. Is everything clear now? Nee, You might like to explain your reasoning again. bitte. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Ach so. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Das ist richtig. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of the psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes?
Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Dürfen wir wieder mitdenken? Was weiß man über Cust? Oh Gott, das sind viele Sachen. Er ist beeinflussbar. Okay. Und wurde während des Kriegs verletzt. Fragil und manipulierbar. Wo ist es? Wie lässt sich Casts Anwesenheit an den Tatorten klären? Reisekrankheit dazu zu besiegen, indem er häufig den Zug nimmt. Und... hier. Katz machte Direktverkauf. Es ist ein Zufall, wenn er die Städte der Opfer gefahren ist. Nee. Nicht? Aber das würde ich auf alle Fälle sagen. Er machte Direktverkauf und deswegen ist es ein Zufall, wenn er in die Städte der Opfer gefahren ist. Das ist Quatsch. Nee, das ist... Cust kauft Zeitungen, die über den Fall schreiben, er wollte die Tatorte sehen vielleicht. Obwohl ich immer noch hier das mit der Reisekrankheit gut finde. Vielleicht auch die beiden. Nicht. Hä? Wie lässt sich Casts Anwesenheit an den Tatorten erklären? Er machte Direktverkauf. Die Opfer des A.B.C-Falls sind in den Akten. Cass ist nach Bexel gefahren, weil er Lust hatte zu baden. Ist immer noch Quatsch. Das finde ich jetzt komisch. Also so manchmal so diese Fragen und die dazugehörigen Antworten finde ich nicht sinnvoll zusammensetzbar oder zusammengesetzt, wenn ich dann die zwei irgendwann habe. Dass der zum Beispiel jetzt nicht mit drin ist, weil ich den wahrscheinlich für später dann irgendwann brauche, finde ich totalen Schwachsinn. Weil das die Antwort auf die Frage da oben ist. Wir nehmen jetzt die und probieren einfach alles durch. Ich habe keine Ahnung. Jetzt nehmen wir halt nicht. Und die Tatorte sehen. Okay, jetzt haben wir alle sinnvollen Sachen schon mal oben gehabt. Ja, ich probiere das jetzt einfach durch. Keine Ahnung. Jetzt, Alter, diese Steuerung in diesem Spiel geht mir so auf den Nerv. Das ist unglaublich. Dr. Clark's patients' records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis.
The murderer was manipulating him. He systematically sent cars to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Sagen, dass ein einziger Mord für den Mörder von Interesse ist und die anderen sollen diesen Mord nur decken. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin, Clark... Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. War nicht seine Agentur bei Clark? He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it, and you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Das ist ja wohl naheliegend. Let us now try and get our brain cells to work. Ist Donald clever? Ja. Ist er selbstsicher? Nee, halt hier. Er ist beeinflussbar. Ist er ein Verführer? Ein Gentleman. Ist er ein Verführer? Hat Erfolg bei Frauen, ein Verführer. Mag er Züge? Er mag Züge. Ist er kalt? Er hat einen Streit. Aber er ist aufbrausend. Ist er großzügig? Ein wahrer Gentleman. Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Let us now try and get our brain cells to work. Dann werden wir mal Franklin Clark unter die Lupe nehmen. Aber das erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schaut auch mal auf Facebook und Twitter vorbei. Bis zur nächsten Folge. Ciao.